Hallo liebe Zuschauer, nun hatte ich die Frage bekommen, wie bekommt ihr euer Wasser und wie sieht es mit dem Abwasser aus? Ja, dann will ich euch hier mal den Kreislauf des Wassers hier auf Koh Samui bei den meisten Haushalten mal zeigen. Ja, was ihr hier seht, das ist der Brunnenschacht, der geht ungefähr 70 Meter tief und von da unten wird das Wasser hochgepumpt und dann geht es ab zu unserem Haus, was da etwa 100 Meter entfernt ist. Wir gehen mal hier den Berg hoch, das liegt also unten im Tal der Brunnen. Hier links seht ihr mein Haus und hier kommen die Tankanlagen. Wir haben hier 3 im Boden, jeweils 2000 und nochmal die blauen tanken, auch mal 2000. Und hier im hinteren Bereich, da ist ein Kiesfilter, ein Grobfilter. So, aus dem Grobfilter geht das hier in die Wassertanks, in die 3 und hier in den beiden rein. Und hier ist der Hausanschluss und das ist die Wasserpumpe bei uns im Haus. Da sind Druckwasserbehälter da unten und die Motorpumpe obendrauf. Und das ganze Abwasser geht dann in eine Sickergrube, die ist hier zwischen unseren beiden Häusern und 5 Meter soll das tief sein und die Fäkalien gehen dann separat. So, ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen, wie das hier so funktioniert. Die meisten Häuser sind so versorgt, also dass sie einen Brunnen haben und dass sie eine Sickergrube haben, eine separate Sickergrube für die Toilette. Und bei den Hotels sieht es genauso aus. Also bei meinen Überflügen hier auf Koh Samui habe ich nur in Lamai einmal eine Kläranlage gesehen und in Chaweng. Aber ich glaube, die war noch nicht mal in Betrieb, weil sich diese Brücke nicht drehte. Und die versprühen ja normalerweise das dreckige Wasser, um da auch wieder Sauerstoff reinzukriegen, hat man also nicht. Ist also schon ein bisschen kritisch zu sehen für die Insel. Es ist eine tickende Zeitbombe. Irgendwann muss ja das dreckige Wasser irgendwo hin. Und wenn es denn in dem Verlauf reinkommt, wo man das Wasser absaugt für nicht Trinkwasser als Brauchwasser. Ich weiß nicht, wie lange das funktioniert. Bis jetzt funktioniert es wunderbar. Wir haben auch keinen Geruch im Wasser. Das Wasser ist kristallklar. Mein Vermieter hat also hier noch eine separate Filterturm angebaut und seitdem haben wir kristallklares Wasser. Wir brauchen es auch zum Kaffee trinken. Wir kochen es immer ab. Ansonsten haben wir unser Trinkwasser, was wir über den Tag so brauchen. Da haben wir eine extra Station. Die zeige ich euch hier nochmal. Haben auch sehr viele und so klappt es ohne Probleme bei uns. Natürlich diejenigen, die unten an der Straße direkt wohnen, die haben fast alle einen Wasseranschluss. Da ist also so bestimmt eine 25 cm dicke PVC-Leitung, die da langgezogen ist. Die bekommen also Trinkwasser, kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das ohne Bakterien ist. Also die haben eine direkte Wasserversorgung von dieser Firma aus. Ich weiß nicht, ob das staatlich ist. Sonst haben wir alle einen Brunnen. Bei den Hotels ist es genauso, wenn die nicht an der Wasserleitung angeschlossen sind. Dann sieht man auch sehr oft Wassertankwagen hier fahren. Die pumpen also aus dem Grundwasser das Wasser ab und beliefern die einzelnen Kunden. Nicht nur für die Pools, weil das ja eine Ewigkeit dauert. Nein, die beliefern dann auch Hotels oder Ressorts, die keinen Brunnen oder nicht am Wasser angeschlossen sind. Das funktioniert auch. So, wir sind seit 2016 hatten wir ja einen Wassernotstand hier. Da wurde also vom Festland nach hier auch eine Wasserleitung gezogen, dass wir da nicht in die Bredouille wieder kommen, dass unsere Stausees leer sind. Aber das hat auch den bitteren Beigeschmack, wenn die drüben auf dem Festland im Stausee kein Wasser haben, dann bekommt Samui erstmal auch kein Wasser. Und ich hatte ja mal einen Film gemacht, den kann ich ja mal verlinken.
über eventuelle Wassernotstand hier auf Samui. Ich weiß nicht, ob die Teichanlagen, die wir hier noch haben, Standby stehen, um solche Notfälle abzufangen. Aber ansonsten machen wir uns da keine Gedanken. Ich bezahle also nichts fürs Wasser. Ich muss nur die Pumpe bezahlen, also sprich über Strom. Das wird von vielen so gehandhabt. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Film.